Hallo Freunde, hier ist der Luke. Ich hoffe, euch geht's gut. Seit einigen Tagen ist ja jetzt das lang erwartete und erhoffte Update für Battlefield 2042 raus, das 3.2.0 Update. Ich glaube, ziemlich viele Leute haben in dieses Update ziemlich große Hoffnungen gesetzt, dass 2042 jetzt sich doch hoffentlich besser einreiht in die Battlefield-Reihe. Denn, wie wir ja schon an allen Ecken und Enden gehört haben, das Klassensystem ist endlich zurück in Battlefield. Da habe ich aber schon gemerkt, im Internet, in meinen Streams und in Foren und so weiter, das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Aber wir schauen uns erstmal an, was das denn jetzt genau heißt, dass das Klassensystem zurück ist in Battlefield 2042. Die Zeiten, in denen man alles immer mit jedem Spezialisten benutzen kann, sind also jetzt vorbei. Sie sind wieder kategorisiert in einzelne Klassen, so wie es eigentlich klassisch immer war in Battlefield bis zu Battlefield 2042. Das ist der erste Titel, in dem das halt anders ist, oder besser gesagt anders war. Denn nun sind die Spezialisten wieder in 4 Klassen eingeteilt. Da hätten wir als erstes die Sturmsoldatenklasse. Da haben wir Rashid Zane, Webster McKay, Santiago, auch Dozer genannt, Espinosa und Emma Sundance Rosier. Die Waffenbefähigung der Assault-Klasse ist jetzt, dass sie 3 zusätzliche Magazine an Munition für Assault Rifles mitbekommen. Sie haben also von Anfang an schon mehr Munition, was gar nicht so schlecht ist, weil sie ja nach vorne pushen sollen. Und wie wir ja wissen, ist in Battlefield 2042 Munition relativ rar hier und da. Als Klassengadgets haben sie den Sanitätsstift. Den kann man jetzt nicht mehr für alle Klassen auswählen, sondern das ist jetzt fest in der Assault-Klasse verbaut. Damit kann man sich schnell heilen. Im Notfall. Auch sehr gut zum Pushen. Man merkt schon, die Klasse ist darauf ausgelegt. Als Gadgets können sie auswählen den Rauchwerfer, die Panzerplatte, was auch Sinn macht für mehr HP, wenn man vorne drin ist, C5 Sprengstoff und die neuen M18 Claymores, die jetzt aus Portal quasi rüber portiert wurden. Die können wir jetzt auch in 2042 All-Out Warfare benutzen. Also in den nächsten Wochen könnt ihr euch schon darauf einstellen, dass überall einfach Minen platziert sind, 100%ig. Als Throwable können wir die Splittergranate, die Rauchgranate, die Schockgranate, das Wurfmesser oder die Brandgranate auswählen. Mein geliebtes Wurfmesser ist jetzt also auch in Klassen eingebettet und ich kann sie auch nicht mehr immer mitnehmen, so wie ich das in der letzten Zeit immer gemacht habe. Als nächstes haben wir die Engineers oder Pionierklasse, wie sie auf Deutsch heißt. Deren Aufgabe ist es primär, sich um Reparaturen und die Bekämpfung von Fahrzeugen zu kümmern. Die Spezialisten in dieser Klasse sind Boris, Crawford und Evelina Liz. Als Waffenbefähigung der Engineers haben wir eine sehr viel höhere Präzision bei LMGs in geduckter oder liegender Haltung. Was erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen eine passive Fähigkeit ist, also die nicht unbedingt für den Angriff geeignet ist, sondern eher für die Verteidigung, würde ich denken. Das Klassengadget, was die Engineers immer bei haben, ist leider so ein bisschen langweilig. Das ist nämlich das Werkzeug, mit dem man alliierte Fahrzeuge reparieren kann, beziehungsweise auch feindlichen Schaden zufügen kann. Das wirkt übrigens auch bei Infanterie, also da kann man sich schon auf ein paar Memes gefasst machen, denke ich mal. Als Gadgets haben wir entweder die Panzermine, den rückstoßfreien M5 Raketenwerfer, die Anti-Air-Rakete, jetzt neu auch von Portal rübergekommen ist, die Javelin-Rakete. Wir können den EOD-Bot auswählen oder auch C5 Sprengstoff. Über die Javelin reden wir gleich nochmal, wenn es um die neuen Gadgets geht, die rüberportiert wurden. Soll so ein bisschen OP sein, das sehen wir aber später noch, ob da was dran ist. Als Granaten können wir einstecken die Splittergranate, Rauchgranate, EMP-Granate oder die Brandgranate. Und da kommen wir auch schon zur Versorgerklasse. Die vereinen so ein bisschen Sanitäter und Versorger in sich. In früheren Battlefield-Teilen war das ja getrennt voneinander. Jetzt haben wir das alles in einer. In dieser Klasse haben wir Maria Falk, Angel und Irish, der da ja rüber gewechselt ist, wo es auch ein bisschen eine Kontroverse gibt, ob der nicht lieber Engineer hätte werden sollen. Die Waffenbefähigung ist auch so ein bisschen subtil gehalten. Wir ziehen nämlich MPs schneller als Versorgungssoldat. Das merkt man jetzt so im direkten Spiel nicht unbedingt, würde ich behaupten. Höchstens im direkten Vergleich. Als Klassengadget haben wir den Defibrillator. Den gab es ja vorher auch nicht als Gadget. Der ist jetzt auch wieder zurück in Gadget-Slot. Mit dem kann man logischerweise Verbündete wiederbeleben oder auch feindlichen Soldaten Schaden zufügen. Damit einen Kill zu machen, sehr satisfying. Kommen wir zu den Gadgets. Und da gibt es 2, die sind in Battlefield 2042 eigentlich essentiell und extrem wichtig fürs Teamplay. Das ist einmal die Munitionskiste oder die Sanitätskiste, die wir einstecken können. Und damit sind wir als Versorger die einzige Klasse, die das kann. Wie der Name schon sagt, wir sollen halt unsere Teamkameraden versorgen. Außerdem können wir noch einen Rauchwerfer einpacken oder auch die M18 Claymore. Bei den Granaten stehen Splittergranate, Rauchgranate, EMP-Granate oder Brandgranate zur Verfügung, also genau wie bei den Pionieren. Kommen wir zur letzten Klasse, das sind die Aufklärer. Deren Ding ist nicht so der Nahkampf, die sollen sich eher zurückhalten, obwohl das beim ersten Spezialisten, der in dieser Klasse zu finden ist, naja, so ein bisschen zwiegespalten ist. Und zwar haben wir da Pike, die ist eigentlich für den Nahkampf prädestiniert mit ihrer Ability, nämlich diesem Scan, wir kennen ihn alle, aber die ist nun in der Aufklärerklasse gelandet. Dazu kommt noch Caspar, der ist natürlich der Scharfschütze vor dem Herrn, und Rao.
auch bekannt als Hackerman. Die Waffenbefähigung passt auch gut zu Scharfschützen, denn sie sind damit extrem tödlich, da ihre präzisen Zielfernrohre niemals zittern. Extrem praktisch zum Snipen. Als Klassengadget haben wir das Landungsfunkfeuer. Das konnte ja auch vorher jeder mitnehmen, jetzt nur noch in Händen der Aufklärer zu finden. Bei den Gadgets, die wir uns aussuchen können, entweder das T-Ax, auch rüber importiert von Portal, den Umgebungssensor, der feindliche Soldaten aufspürt, C5 Sprengstoff, So-Flamm zum Markieren von Fahrzeugen, ein Leuchtspurpfeil, den kennen wir auch aus früheren Battlefield-Teilen. Das ist so ein magnetischer Pfeil, der sich an Fahrzeuge oder auch Soldaten heftet, die dann mit Recoilless, Raketenwerfer oder Javelin besser beschossen werden können. Außerdem könnten wir noch die M18 Claymore mitnehmen. Soweit erstmal zur Beschreibung von den neuen Klassen im Klassensystem von Battlefield 2042. Und wie schon gesagt, das Ganze wird so ein bisschen kontrovers gehandelt. Es gibt sehr viele, zum Beispiel in meinen Streams waren da auch ein paar, die einfach diese Freiheit von Battlefield 2042 und deren Spezialisten gefeiert haben, dass man sich halt alles zusammenbasteln konnte, wie man es wollte. Zum Beispiel mit Sundance durch die Gegend fliegen und mit dem Raketenwerfer aus dem Flug Leute beschießen war ein großes Hobby im Internet. Wenn man jetzt länger überlegt, fallen einem da sicher noch mehr ein. Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingsklasse war, die ihr euch immer zusammengebaut habt, die jetzt nicht mehr funktioniert mit dem neuen Klassensystem. Naja, auf jeden Fall sind da so einige ziemlich angepisst, dass das jetzt nicht mehr geht, sondern dass man jetzt in diesem Klassensystem feststeckt. Ich für meinen Teil muss sagen, ich kenne Battlefield nicht anders als in diesem Klassensystem. In anderen Teilen ist es ja sogar immer so gewesen, dass diese Klassen sogar feste Waffen haben, die sie nur nehmen konnten. Jetzt ist es ja immerhin noch so in 2042, dass jede Klasse trotzdem noch jede Waffe ausrüsten kann, wenn man das möchte. Es wird ja nur ein Vorschlag gemacht mit diesen Waffenbefähigungen, dass man halt einen kleinen Perk hat, wenn man eine bestimmte Waffenkategorie benutzt. Die Hoffnung ist halt, dass das jetzt wieder so ein bisschen das Teamplay stärkt. Wenn man zum Beispiel Munition braucht, muss man jetzt gezielt auf Versorger treffen, die einem dann hoffentlich Munition geben. Wie gesagt, also mich stört es ehrlich gesagt nicht besonders. Wobei ich natürlich verstehen kann, dass sich so manche ein bisschen in ihren Möglichkeiten beschränkt fühlen, weil es halt vorher anders war. Im Großen und Ganzen ist es bei diesem Patch so, dass einfach viel nicht mehr geht, was vorher ging. Meine Meinung ist da allerdings eher andersrum. Ich finde gut, dass es so ist, weil das Spiel einfach sehr viel lesbarer wird. Erstens in Fahrzeugen. Man weiß jetzt ganz genau, wer Raketen dabei hat und wer nicht, wenn man einen Feind sieht und ob man sich zurückziehen soll oder nicht, etc. Und außerdem kann man auch als Fußsoldat sich ein bisschen darauf einstellen, wenn man bestimmte Gegner sieht, was man jetzt zu tun hat. Oder wie man zum Beispiel zuerst ausschaltet, wie zum Beispiel die Versorger, die jetzt höchstwahrscheinlich als erstes am Boden liegen, zumindest wenn man die Zeit hat, um sich die auszusuchen, auf die man schießt. Was ist eure Meinung dazu? Pisst es euch auch mega an, dass es jetzt so ist, wie es jetzt ist? Oder freut ihr euch, dass dieses alte Klassensystem von Battlefield wieder am Start ist in 2042? Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Comments. Als nächstes haben wir in diesem Patch ja auch mal wieder ein Rework einer alten Karte bekommen, also einer Original-Karte, nämlich von Breakaway. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass es keine Breakaway 24/7 Playlist gab, wo einfach nur die neue Version von Breakaway gespielt wird. Das finde ich so ein bisschen seltsam, weil das natürlich die meisten Leute interessiert hat. Am ersten Tag hatte ich zum Beispiel das Problem, dass ich glaube 3 Stunden Conquest gespielt habe am Stück und nicht einmal die neue Karte kam. Das war schon ein bisschen frustrierend, weil es ja auch keine normale Kartenrotation in 2042 gibt, weil es eben keine Consistent Servers gibt, wo man immer ein neues Matchmaking kriegt und dann, wenn man Pech hat, halt immer dieselbe Karte spielt oder halt auch eine nicht, so wie es bei mir war. Vielleicht wollten sie aber auch damit forcieren, dass mehr Leute in Portal reinschnuppern, um da halt auf einen 24/7 Breakaway-Server zu joinen. Das habe ich dann gemacht am zweiten Tag. Das hat aber auch einen anderen Grund, denn das Matchmaking ist mal komplett ausgefallen und man konnte einfach keine Match joinen. Irgendwann ging es dann, aber das Problem war, dass da nur 5 bis 6 Leute auf dem Server waren, die Runde also nicht gestartet hat und man irgendwann wieder rausgegangen ist. Deswegen bin ich dann irgendwann auf einen Portal-Server gegangen, weil das hat funktioniert und da konnte ich dann auch Breakaway ausgiebig zocken. Und ich muss sagen, das Rework ist richtig, richtig gut gelungen, finde ich. Es gibt da so andere Karten wie zum Beispiel Kaleidoskop, die finde ich nach wie vor schrecklich, auch mit Rework, aber die neue Version Breakaway hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Sagt mir gerne mal eure Meinung, wie ihr das findet. Die Idee, die Ölplattform halt sehr viel näher ranzubringen, das Ganze so ein bisschen zu komprimieren, zum Beispiel auch in Conquest diesen Punkt, der ganz oben auf dem Berg war, wegzulassen, finde ich ist eine super Idee, weil seien wir mal ehrlich, der Punkt war nie so wirklich im Spiel. Sehr viel mehr Deckung, sehr viel besserer Flow der Karte, vor allem die 64-Spieler-Version hat mir super gut gefallen, muss ich sagen. In diesem Punkt bei dem Patch auf jeden Fall Daumen hoch. Dann haben wir auch mal wieder ein paar neue Vault Weapons gekriegt.
Einmal die P2000, ein SMG, was relativ langsam feuert, dafür aber sehr genau ist, also auch auf weitere Distanzen ein bisschen besser funktioniert. Ist nicht so mein Favorite, muss ich sagen. Hier und da kriegt man ein paar ganz gute Plays hin. Irgendwie ist die Waffe halt kein wirkliches SMG und auch kein wirkliches Assault Rifle. Es ist irgendwo dazwischen, was eigentlich nicht verkehrt ist, aber habe ich auch im Stream gesagt, glaube ich, irgendwie fühle ich diese Waffe einfach nicht. Also für mich ist es nichts, vielleicht gefällt sie euch ja. Dann haben wir auch eine neue Assault Rifle bekommen, und zwar das MTAR. Die kennen natürlich Battlefield-Veteranen aus älteren Teilen. Die ist lustigerweise genau das Gegenteil. Eigentlich eine Assault Rifle, aber spielt sich eher in Richtung SMG, also ist eher für Close Combat gedacht. Sehr hohe Feuerrate, dafür ein bisschen mehr Recoil. Gefällt mir schon besser als die PP2000, aber trotzdem würde ich da eher zu einer anderen Waffe tendieren. Also es wäre nicht so mein Favorite. Kann man mal spielen, muss man aber nicht, finde ich. Und als drittes und letztes im Bunde haben wir die M39 EMR. Eine halbautomatische Knarre, wo man auch ganz gut klarkommt, wenn man sich ein bisschen an den Recoil gewöhnt hat und die schnell durchtriggert. Allerdings hat sie dasselbe Profil ungefähr wie die DM7 und die DM7 hat sehr viel weniger Recoil. Also würde ich in dem Fall auch wieder zur DM7 greifen und nicht zur M39 EMR. Das ist so ein bisschen mein Hauptproblem mit den Vault Weapons. Irgendwie merkt man, dass die halt nicht für dieses Spiel konzipiert wurden, sondern da irgendwie reingepatcht wurden. Für mich funktionieren in 2042 einfach die Originalwaffen für dieses Spiel sehr viel besser. Mal abgesehen von der Gold Magnum Sniper, die feiere ich ultra, aber das ist auch was anderes, weil man hier kein Recoil hat. Irgendwie fühlen sich die Vault Weapons halt immer ein bisschen seltsam an, finde ich. Feiert ihr irgendwas davon? Ab in die Kommentare mit eurer Meinung. Wo wir gerade bei Waffen sind. Eine Änderung gibt es noch, die mir direkt aufgefallen ist. Und zwar geht es um die Drum-Magazine an Waffen, die man ausrüsten kann. Beziehungsweise damit verbunden die ADS-Zeit. Die verlängert sich jetzt nämlich dramatisch, wie ich finde, wenn man ein Drum-Magazin an seine Knarre baut. Das heißt, bis man im Scope ist, dauert es gefühlt doppelt so lange wie vorher, beziehungsweise doppelt so lange wie wenn man halt kein Drum-Magazin hat. Was sich auch wieder wie eine Einschränkung anfühlt, weil es halt vorher nicht so war. Allerdings ist es auch nur fair, finde ich. Denn man hat ein sehr viel größeres Magazin, wie mit den kleinen, und es gab halt vorher einfach kein Penalty dafür, dass man ein größeres Magazin an seiner Waffe hat, sondern man hat halt einfach nur mehr Schuss im Magazin, aber konnte auch genauso schnell rein ADSen und es gab halt einfach überhaupt nichts Negatives daran. Jetzt hat man halt entweder ein kleines Magazin, dafür kann man schnell rein ADSen, oder man hat ein großes Magazin, aber es dauert ein bisschen länger. Es ist also jetzt einfach gebalanced. Dazu gibt es allerdings jetzt schon wieder Neuigkeiten. Ich hake mal hier kurz ein. Das wird wahrscheinlich wieder zurückgenommen, mehr oder weniger. Sie haben sich da schon in einem Tweet irgendwie zu geäußert, dass viele Leute sich da beschwert hätten, dass es jetzt so ist und deswegen wird das wohl überarbeitet, wieder zurückgenommen und irgendwie anders gebalanced. Wie das dann passieren wird, ist allerdings noch nicht raus. Also an alle, denen das nicht zusagt, das wird wieder zurückgenommen. Noch eine Änderung bei den Waffen betrifft den Recoilless M5 Raketenwerfer, also den rückstoßfreien Standard-Raketenwerfer, den wir schon die ganze Zeit im Spiel haben. Dadurch, dass jetzt nicht mehr so viele davon im Spiel sind, weil ja nur noch die Engineer-Klasse den ausrüsten kann, hat sich DICE endlich dazu entschlossen, die Beschleunigung und den Topspeed von dieser Waffe anzupassen, und zwar saftig nach oben. Die Raketen sind jetzt definitiv doppelt so schnell wie vorher und das ist auch gut so. Ich habe mich immer darüber aufgeregt, wie langsam diese Raketen doch sind. Natürlich muss man sich jetzt wieder neu darauf einstellen, wie weit man vorhalten muss. Aber von mir aus Daumen hoch, finde ich, ist eine gute Änderung, weil Raketen sind halt einfach schnell. Das ist so die Begründung dafür, warum ich das gut finde. So, dann haben wir neue Gadgets. Den Javelin zum Beispiel. Damit können wir auf Vehicles locken, können die Rakete abschießen und das ist ein sogenanntes Fire-and-Forget-Projektil. Also man muss nicht da gelockt bleiben, sondern die Rakete findet dann selbstständig ihr Ziel. Kennen wir auch aus unzähligen Spielen schon vorher. Ist nichts Neues und das sieht man auch so ein bisschen am HUD-Display. Also das ist, glaube ich, 1:1 so übernommen aus einem alten Battlefield-Teil. Passt irgendwie nicht so ganz in Battlefield 2042, aber wir haben es jetzt nun mal. In Verbindung mit der Tracer Gun, also mit der magnetischen Markierungspistole von dem Aufklärer, ziemlich stark. Allerdings muss man auch erstmal irgendwen finden, der die spielt. Ist in meinen Sessions bis jetzt noch nicht wirklich vorgekommen. Soll aber ziemlich lustig sein. Unbedingt mal mit einem Kumpel ausprobieren. Der eine hat eine Javelin, der andere eine Tracer Gun. Und mit dieser Kombination dann auf Jagd gehen. Ich finde, so für sich genommen ist das Ding einfach nicht zu stark. Fühlte sich in den ersten Sessions auf jeden Fall gut gebalanced an im Vergleich zu den Fahrzeugen und funktioniert auf jeden Fall. Außerdem haben die Panzer ja jetzt auch was Neues, und zwar die Active Protection. Wir kennen das aus alten Spielen auch, aus anderen Teilen. Für eine kurze Zeit ist der Panzer halt von anfliegenden Projektilen geschützt. Die werden nämlich kurzerhand einfach abgeschossen von dieser Einrichtung. Sogar auch Projektile von anderen Panzern wehrt das ab, also im richtigen Moment eingesetzt, kann das definitiv
über Sieg oder Niederlage in einem Duell Panzer gegen Panzer entscheiden. Auch hier muss ich sagen, finde ich, ist eine super Ergänzung, weil Panzer irgendwie in Battlefield 2042 so ein bisschen nackt dastanden immer und jetzt einfach eine Möglichkeit haben, sich zu schützen. Zum Beispiel bei einem Rückzug kann man das Teil schnell anstellen und vielleicht hinter irgendeine Deckung verschwinden, bevor man geholt wird. Und Panzer werden dadurch auf jeden Fall ein Stückchen unberechenbarer und gefährlicher, wie halt ein Panzer auch sein sollte in Battlefield. Ist halt ein Panzer. Ein weiterer Vorteil ist natürlich für die Fahrzeuge, dass jetzt nicht mehr so viele Raketenwerfer unterwegs sind wie vorher und so werden sie halt einfach ein bisschen gefährlicher. Die Infanterie-Player unter uns werden das natürlich nicht feiern. Leute, die ab und zu mal ein Fahrzeug fahren, wissen, was ich meine mit, die Panzer standen so ein bisschen nackt da bin ich mir sicher. Mit diesem Patch wurden auf jeden Fall die Panzer gebufft, das kann man auf jeden Fall sagen. Weiteres neues Gadget, zum Beispiel Claymores und EOD-Bot, kennen wir auch schon aus alten Teilen, wurden auch einfach importiert. Claymores, da ist jeder schon mal reingelaufen, brauchen wir nicht viel drüber sagen, glaube ich. Nervige kleine Dinger. Und der EOD-Bot war schon früher, glaube ich, so ungefähr das am wenigsten benutzte Gadget im Battlefield. Das wird sich jetzt nicht besonders ändern. Ich habe mal versucht, damit einen Panzer platt zu machen, als schönen kleinen Clip für dieses Video. Hat leider nicht geklappt. Man sieht ihn halt relativ schnell. Wofür er ganz gut geeignet ist, ist aus der Deckung Panzer zu reparieren, also freundliche. Aber ist mehr so ein bisschen ein Meme-Ding, glaube ich. Mit dem T-Ags von dem Aufklärer können wir Feinde in der Umgebung spotten. Das funktioniert so ähnlich wie Caspers passiver Trade. Die tauchen dann einfach auf der Karte auf. Ist so ein bisschen Sicherheit für die Aufklärer, die das mitnehmen wollen. Tracer Gun, haben wir schon drüber gesprochen, markiert feindliche Fahrzeuge für Raketenwerfer. Auch neu ist, dass es jetzt eine Funktion gibt, wo Fluggeräte quasi unterm Radar fliegen können. Das heißt, ihr könnt nicht mehr gelockt werden von fahrzeuggestützter Anti-Air. Mit der Anti-Air-Rakete der Fußsoldaten, also jetzt Versorgern, geht das sehr wohl noch. Nur halt von Fahrzeugen nicht mehr, wenn ihr unter 30 Meter über dem Boden fliegt. Das ist auch neu. Könnte zum Beispiel dem Nightbird ein bisschen zugutekommen, weil man mit dem ja ganz gerne mal sehr tief über dem Boden fliegt. Ist vielleicht eine gute Änderung für mich, wenn man denn mal einen Nightbird erwischt in einem Match. Das ist nämlich gar nicht so einfach. So, kommen wir zur letzten großen Änderung in Battlefield 2042 und zwar gibt es wieder Thermalvisiere. Die gab es jetzt die ganze Zeit nicht, haben auch wieder Einzug gehalten in Battlefield 2042 mit diesem neuen Patch. Brauche ich wohl nicht erklären, was ein Thermalvisier ist. Aufgrund der Körperwärme sieht man die Feinde in dem Visier ziemlich gut, möchte ich sagen. Das funktioniert auch über weite Distanzen, deswegen gibt es auch kleine Visiere mit 1,25-facher Vergrößerung. 2,5-facher Vergrößerung und ein 6-fach Scope gibt es auch für die Sniper oder halt für die Marksman Rifles. An dieses 6-fach Scope muss man sich sehr gewöhnen, finde ich. Ich fand es ein bisschen befremdlich, weil man irgendwie nicht besonders gut abschätzen konnte, wie weit der Gegner jetzt weg ist, wie hoch man halten muss, um den Bullet Drop zu korrigieren oder auch wie weit man vorhalten muss, wenn es ein bewegtes Ziel war. Das ist auf jeden Fall was, wo man sich sehr mit einspielen muss. Gut ist es definitiv, um Gegner aufzuspüren, die halt vielleicht getarnt sind oder hinter irgendwelchen Kisten sitzen, wo man dann nur noch ein kleines bisschen von dem Gegner sieht. Das funktioniert definitiv sehr gut. Problematisch ist auch, dass alles grau ist in diesem Scope. Man also wirklich nur den Gegner sieht und wenn der läuft, weiß man gar nicht, wann verschwindet der hinter einer Deckung, wie viel Zeit habe ich noch auf ihn zu schießen. Ich finde das Scope so ein bisschen schwierig. Ich bin damit echt gar nicht klargekommen, was ich dann ganz schnell gemerkt habe, als ich dann mal wieder auf ein normales Scope geswitcht habe. Da haben die Headshots dann auf einmal wieder funktioniert. Finde ich ein bisschen schwierig. Sehr viel besser funktioniert da für mich das 2,5er und das 1,25er Scope. Mit denen bin ich sehr gut klargekommen, muss ich sagen. Ganz interessant ist auch, dass sie ein unterschiedliches Design haben. In dem einen sind die Leute halt eher so weiß hinterlegt, in dem anderen eher so in einer Thermalsicht. Irgendwie ein ganz nettes kleines Feature. Auf meiner Lieblingswaffe in Battlefield 2042, der BSVM, hat das 2,5er Scope zum Beispiel wunderbar funktioniert. Damit hatte ich sehr viel Spaß, muss ich sagen. Mit dem 6-fach bin ich auch hier irgendwie nicht klargekommen. Da würde ich dann auch zu dem normalen 5-fach Scope eher greifen. Auch auf der SCAR hat das 2,5er und das 1,25er super gut funktioniert. Die werde ich auf jeden Fall noch öfters spielen. Gerade das 1,25er hat mir da super gefallen. Obwohl man sich auch hier ein bisschen dran gewöhnen muss an diese andere Sicht, weil man jetzt halt natürlich ein Jahr ohne diese Thermalscopes gespielt hat und sich damit natürlich erst ein bisschen einspielen muss. Findet ihr es cool? Findet ihr es scheiße? Findet ihr es zu einfach, dass diese Scopes jetzt im Spiel sind? Schreibt es auf jeden Fall in die Comments. Mein Fazit zu diesem Patch. Es gibt natürlich noch sehr viel kleine Dinge, die geändert wurden und verbessert wurden. Wen das interessiert, was da alles geändert wurde, der sollte sich auf jeden Fall die Patch Notes mal anschauen auf der EA-Seite. Das sind nämlich wirklich so einige Sachen, die da geändert wurden und angepasst wurden. Für mich ist es definitiv einer der besten Patches, die es bis jetzt gegeben hat, muss ich sagen. Vor allem auch, weil die Klassen wieder zurück sind. Ich muss sagen, unterstütze ich, finde ich gut, sollte so sein in Battlefield. Also für Battlefield 2042 ist es auf jeden Fall jetzt sehr viel besser.
Ob es noch wirklich ein gutes Battlefield wird, das mag ich so ein bisschen bezweifeln. Das habe ich aber auch schon immer gesagt. Die Basis ist einfach zu verkorkst und zu sehr in eine andere Richtung gelenkt worden bei der Entwicklung, als dass das noch mit Patches gerettet werden kann, meiner Meinung nach. Auch wenn das Spiel definitiv sehr viel besser ist als noch vor einiger Zeit. Eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Comments. Feiert ihr den Patch? Findet ihr es scheiße? Wie gesagt, schreibt auf jeden Fall mal, ob ihr Klassen Pro oder Klassen Contra seid. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Abo und Like nicht vergessen. Und damit bin ich auch raus für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns gerne im nächsten Video oder in einem von meinen Streams wieder. Vielleicht ja auch mal irgendwann auf dem Battlefield. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss!